Seit dem 7. Oktober 2023 waren sie Geiseln der Hamas. Nun konnten 3 Frauen endlich nach Hause zurückkehren. Sie sind zurück in Israel, zurück bei ihren Familien. Niemand kann sich vorstellen, was sie 471 Tage lang durchleben mussten. Jetzt beginnt für die 3 Frauen, aber auch ihr Umfeld, der schwere Weg des Verarbeitens. 470 Tage voller Leid, voller Bangen vor schrecklichen Nachrichten aus dem Gazastreifen. 470 Tage voller Gewalt, Gefangenschaft in der Dunkelheit, Todesangst. Ihr Hunde, wir werden euch zertreten. Für 3 israelische Geiseln ist das Martyrium in den Fängen der Hamas endlich vorbei. Es sind junge Frauen, die die Islamisten heute an Israel übergeben haben. Romy Gonen, 24. Sie besucht das Nova Musikfestival, um mit Freunden zu tanzen, als plötzlich das Massaker hereinbricht und die Hamas sie entführt. 2 ihrer besten Freunde werden im Auto neben ihr erschossen. Im Interview mit Welt schildert die Mutter von Romy, durch welche Hölle die Geiseln und ihre Angehörigen jeden Tag gehen mussten. Sie werden ja nicht sehr schlecht behandelt und manche Geiseln, die zurückgekehrt sind, haben von sexuellen Übergriffen berichtet und es wurde berichtet, dass die Frauen, die als Geiseln gehalten werden, als Sklaven, als eine Art Puppe missbraucht werden, und als Mutter ist es meine Verantwortung, sicherzustellen, dass sie so schnell wie möglich zurückkehrt. Jetzt ist Romy zurück. Gemeinsam mit Doron Steinbrecher, 31. Die Tierarzthelferin ist voller Angst, als die Hamas in ihrem Kibbuz Kfar Assa einfällt. Schickt noch eine letzte Sprachnachricht: Sie sind da, sie haben mich. Und Emily Damari, 28. Die Familie erhält von ihr am 7. Oktober um 10 Uhr morgens eine letzte SMS. Terroristen sind in Kfar Assa und schießen um sich, schreibt sie. Dann kommt keine Nachricht mehr. Emily hat neben der israelischen auch die britische Staatsbürgerschaft. Ihre Mutter kämpft bei einer Kundgebung in London mit den Tränen. Seit dem 7. Oktober wird sie von Hamas-Terroristen als Geisel in den Terrortunneln festgehalten. 20 Meter unter der Erde, gefangen gehalten, gefoltert, isoliert, ohne die Möglichkeit zu essen, zu sprechen oder sich auch nur zu bewegen, ohne die Erlaubnis anderer. Meine wunderschöne, lustige und mutige Tochter, die ich bis zum Mond und zurückliebe, verdient es, nach Hause zu kommen. Ich muss sie wieder umarmen und ihr Lächeln sehen. Dieser Wunsch geht nun endlich in Erfüllung. Bis zum Ende hin war es ein Nervenkrieg. Immer wieder hielt sich die Hamas nicht an Fristen. Doch jetzt können die Familien Doron, Romy und Emily wieder in ihre Arme schließen. Wir möchten darüber sprechen mit dem Traumatologen Christian Lüttke. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Morgen. Sie haben auch schon mit ehemaligen Geiseln zusammengearbeitet. 15 Monate in den Händen der Hamas. Man mag sich wirklich gar nicht vorstellen, was Sie dort jetzt erleben und erleiden mussten. Was ist jetzt also besonders wichtig in den ersten Tagen nach der Befreiung? In den ersten Tagen ist es jetzt ganz wichtig, dass Sie viel Ruhe und viel Abstand bekommen zu diesem Martyrium. Es ist ganz wichtig, dass sie stabilisiert werden, dass sie mit vertrauten Menschen zusammen sind, die stellvertretend Hoffnung, Zuversicht vermitteln. Und es sollte ihnen Gelegenheit gegeben werden, erstmal ihr Sicherheitsgefühl wiederherzustellen. Geht man als Therapeut, als jemand, der das Ganze begleitet, auf die Geiseln oder die ehemaligen Geiseln zu in dieser Situation? Oder wartet man, bis die von selber kommen? Was ist der richtige Weg? Gibt es da einen richtigen Weg? Die Wege sind ganz unterschiedlich. Ich war in den letzten Jahrzehnten mehrfach beauftragt, mich um Geiseln zu kümmern. In manchen Fällen wurde ich durch die Hoheitsbehörden beauftragt. In anderen Fällen haben sich die Angehörigen oder auch die Geiseln direkt an mich gewandt. Es geht darum, dass die Geiseln selbst die Kontrolle wiedergewinnen über ihr Leben. Von daher kann man sie informieren, man kann ihnen das Angebot machen, von außen professionell unterstützt zu werden. Denn in dieser Phase brauchen sie erstmal viele gesicherte Informationen. Sie sollten erstmal Zeit haben, sich vollständig zu erholen.
Sie werden sicherlich eine ganze Reihe von massiven Symptomen entwickeln, von Schlafstörungen, Albträumen, Ängsten, die sie begleiten. Sie werden immer wieder eingeholt von schrecklichen Flashbacks, von dem, was sie alles erlebt haben. Und das wird eine sehr lange Zeit dauern, um das vollständig zu verarbeiten. Wenn Sie jetzt von einer sehr langen Zeit und von einer Phase sprechen, aus Ihrer Erfahrung heraus, ist das meistens ein lebenslanger Prozess, dass man für immer zusammenarbeitet mit Menschen, die helfen dabei, dass man das überkommen kann? Die Verarbeitung hängt ab davon, ob es ein stabiles familiäres und soziales Umfeld gibt. Wenn es eine Familie gibt, Freundinnen, Freunde, soziale Netzwerke und wenn die Betroffenen mit sich und ihrem Leben grundsätzlich zufrieden sind, so wie es vor der Geiselnahme war, dann haben sie sehr gute Ressourcen, sich zu erholen. Bewegung spielt da eine wichtige Rolle, die Ernährung, Entspannung, sich immer wieder abzulenken. Und dabei kann natürlich dann auch therapeutische Hilfe sehr wertvoll sein, um einfach bestimmte Techniken zu lernen, sich selbst zu beruhigen und diese schlimmsten Erlebnisse zu verarbeiten. Was bedeutet das jetzt aber auch dann für die Familien, die noch immer warten, nicht wissen, wie es weitergeht? Kann man da jetzt schon anfangen, auch mit der Arbeit? Muss man das in den letzten vielen Monaten schon getan haben? Für die Angehörigen ist es genauso wie für die Betroffenen eine extrem schwere, traumatisierende Zeit, denn sie erleben genau die gleichen Ängste, die Todesängste, ihre geliebten Menschen möglicherweise nicht wiederzusehen. Was hilfreich ist, sind gesicherte Informationen. Das heißt, wenn die Angehörigen gesicherte Informationen bekommen, dann kann ihnen das wieder Zuversicht und Hoffnung geben, auch ihre geliebten Menschen bald wieder in die Arme schließen zu können. Herr Lüttke, vielen herzlichen Dank für diese Einblicke in die Arbeit und den Prozess, der nun spätestens beginnt, aber wie Sie auch gerade schon gesagt haben, eigentlich ja schon eine Weile anlaufen müsste. Dankeschön. Dankeschön.